Hallo, mein Name ist Laura Moritz und ich stecke hinter dem Instagram-Account Writing Poetry. Da war mein erster dann auch damals ein Lamy gewesen, ein Lamy Safari, glaube ich sogar. Und irgendwann ging es dann dazu über, dass ich mir von der Firma Online einen Füller geholt habe, weil die hatten immer so ganz viele verschiedene Designs und da fing das so ein bisschen mit der Passion an, dass ich dann auch direkt mehrere verschiedene mir gekauft habe und dann auch immer hin und her gewechselt habe, wie meine Stimmung war, wo ich gerade drauf Lust hatte und tatsächlich da auch schon mit unterschiedlichen Federstärken gespielt habe. So, hier seht ihr eine kleine Übersicht oder eigentlich eine komplette Übersicht über meine kompletten Füller, die ich aktuell besitze. Zu meinen absoluten Lieblingsmarken im Bereich Füller gehören Esterbrook und Conklin und Monteverdi. Ich nutze aber auch meine Füller von Hörner zum Beispiel oder auch von Otto Hood total gerne. Ich besitze tatsächlich auch einen kleinen Heiligen Gral bei mir in der Sammlung. Und zwar ist das einer von der Firma Montblanc. Und zwar Hommage an Victor Hugo. Hat für mich emotional auch einen sehr hohen Stellenwert, weil ich einfach Frankreich liebe. Notre Dame ist für mich mein absolut Lieblingsgebäude in ganz Frankreich und die Geschichte der Glöckner von Notre Dame ist halt auch eine meiner Lieblingsgeschichten und das war damals so der perfekte Füller für mich, wo ich lange überlegt habe, da die vom Preis ja auch natürlich nicht ohne sind und wo es dann schon fast zu spät war, weil man die auch ganz schlecht noch bekommen hat, hatte ich dann den Entschluss gefasst, ihn mir zu holen und bereue es tatsächlich nicht. Aber er ist wirklich ein heiliger Gral, der ist jetzt nicht für den Alltag geeignet, den nutze ich auch nicht so häufig, wie ich vielleicht möchte. Aber ich bin wirklich glücklich, dass ich ihn in meiner Sammlung habe. Ja, welcher Füller ist so der perfekte Everyday Pen? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe da auch wirklich lange überlegt, welcher da zu meinen Favoriten zählt. Aber es ist tatsächlich der Esterbrook Esti. Weil der ist von der Größe her sehr angenehm. Der hat ein wunderbares Gewicht, ein wunderbares Schreibgefühl. Und es gibt ja auch wunderschöne Farben. Wie man sieht, ich habe hier auch so einen kleinen Regenbogen schon aufgebaut, welcher auch von der Größe angenehm ist, der auch zum Beispiel in eine Tasche gut reinpasst oder wenn man halt nicht viel Platz zur Verfügung hat, ist der JR Pocket, der mittlerweile auch wirklich zu meinen Lieblingen gehört und welche auch für mich ein super Everyday Pen sind, das sind die Conklin Durograph, zum Beispiel dieser hier, weil die auch von der Größe nicht zu schwer sind, nicht zu mächtig und super in der Hand liegen und auch unterwegs sehr einfach mitgenommen werden können. Hier zum Beispiel auch der Demonstrator, auch einer meiner Lieblinge, wenn man da die Tinte immer noch so schön sieht. Ja, deswegen die Frage zu beantworten, welcher ein perfekter Everyday Pen ist wirklich schwierig. Also für mich sind es wirklich Esterbrook, Esti und die Conklin Durograph, einfach weil die von der Größe angenehm sind. Wie gesagt, den JR Pocket kann man auch super mitnehmen, auch weil der von der Größe einfach sehr angenehm ist. Und ja, es lässt sich super mit denen schreiben, es geht leicht von der Hand und man muss sich da auch nicht so auf das Schreiben fokussieren, also sprich so konzentriert schreiben. Man kann auch einfach mal so drauf loszuschreiben, wenn es jetzt nicht gerade schön sein muss. Und deswegen denke ich, oder es ist meine Meinung, dass die sich super zu einem Everyday Pen eignen. Tatsächlich habe ich aktuell 4 Füller, die auf meiner Wunschliste stehen, die meine absoluten Traumfüller sind. Das sind 3 von der Firma Montblanc. Das ist die Pattern of Art Serie, zum einen der Ludwig XIV., die Marquise Pompadour und Napoleon Bonaparte. Einfach weil das halt zu meiner Liebe zu Frankreich passt, zu der französischen Geschichte und ich diese Füller einfach wunderschön finde. Und der 4. Füller, der da auf der Liste steht, das ist der Visconti Il Magnifico Black Marble. Einfach weil ich dieses Marble-Muster
wunderschön finde, und die Lilie, die in der Kappe eingearbeitet ist. Auch wieder so ein bisschen zum Thema Frankreich, das wunderbar hergibt und einfach zu meinem Geschmack zählt. Und ja, die 4 stehen da so auf meiner Wunschliste, die ich aber wahrscheinlich leider nie erfüllen kann, weil die einfach außerhalb meines Budgets liegen. Zu meinen Lieblingstinten zählen vor allem Ferris Wheel Press, Dominant Ink Industries und Monteverdi. Das Schreibgefühl mit allen Tinten ist einfach nur angenehm. Es geht locker leicht von der Hand und man kann auch mit diesen Tinten tatsächlich viel Kreatives machen. Ich arbeite zum Beispiel total gerne mit Tintenklecksen oder dass ich die so ein bisschen in den Hintergrund mit einarbeite. Und das kann man mit diesen Marken einfach wunderbar machen. Was ich an der Welt der Füller einfach liebe, ist unsere gemeinsame Community. Und zwar ist es so schön, dass man durch dieses gemeinsame Hobby, durch die Leidenschaft einfach so viele verschiedene Menschen kennenlernen kann und mit denen ins Gespräch kommt. Und sei es jetzt hier in Deutschland oder auch international, das ist mega schön. Und ich bin auch wirklich dankbar dafür, dass ich schon so viele tolle Menschen kennenlernen durfte und dass da auch richtig tolle Freundschaften entstanden sind. Dafür bin ich einfach sehr dankbar.